So, um die Analyse etwas kennenzulernen, habe ich heute unseren Kleinsten mitgebracht. Das ist der Noah. Ein 6-jähriger Rüde, ein Chihuahua und wiegt etwa 2 Kilo. Das ist zugegebenermaßen nicht wirklich so viel, aber um die Analyse heute ein bisschen kennenzulernen, wird es absolut reichen. Und deswegen, damit ich das euch ein bisschen jetzt vorführen kann, muss ich leider das Kleintier hier kurz beiseite legen. Und wir werden dann sehen, welche Basisfunktionen wir mit der Analyse auch anhand dieses Hunds gleich senden werden. Ich packe ihn mal hier. So, gehen wir kurz beiseite. So. Um eine neue Analyse zu starten, könnt ihr dies über 2 Wege bei uns tun. Zum einen könnt ihr hier in dem Analysebereich sofort auf Analyse klicken und ihr landet sofort in das leere Formularfeld für neue Rationsplanungen. Oder ihr geht über das Verwalten aller eurer Analysen, wo ihr zunächst eine Übersicht bekommt, was ihr bereits an gespeicherten Rationsplanungen und Analysen vorliegen habt und könnt hier die Schaltfläche nutzen, eine neue Analyse anzulegen. In beiden Fällen landet ihr dann in ein leeres Formularfeld für unsere neue Rationsplanung. Die ist hier oben zunächst mit neu gekennzeichnet und wird mit einer eindeutigen Nummer versehen, sobald ihr die Rationsplanung hier oben letztendlich für euch speichert. Die Rationsplanung selbst besteht aus dem Kopfbereich, wo notwendige Angaben für das Tier gemacht werden müssen, und unten aus dem Rationserfassungsbereich und insbesondere dem Bereich der grafischen Ausgabe mit dem Rationsmix-Tortendiagramm. Die Erfassungsmasken sind hier oben zweigeteilt, weil zum einen Basisangaben und erweiterte Angaben möglich sind, hier vorzunehmen. Die Basisangaben sind grundsätzlich die Angaben, die zwingend erforderlich sind, um eine Rationsplanung vorzunehmen. Dazu gehören insbesondere zum einen natürlich die Tierart, ob Hund oder Katze, das Geburtsdatum zur automatischen Altersberechnung und vor allen Dingen auch das Ist-Gewicht des Tieres. Auf dieser Basis dieser Informationen werden dann notwendige Berechnungsinformationen, insbesondere auch das metabolische Körpergewicht, abgeleitet, die für die Bedarfswerte des Tieres notwendig sind. Die erweiterten Angaben können insbesondere auch für Beratungsergänzungen genutzt werden, die auch gerade Kundeninformationen und vor allen Dingen auch erweiterte Tierangaben letztendlich euch ermöglichen. Darüber hinaus zeigt euch dieses Fenster auch zum Beispiel das berechnete metabolische Körpergewicht, und ihr könnt hier noch gewisse Zusatzinformationen vornehmen, wie zum Beispiel die Leistung des Tieres und vor allen Dingen auch, auf welcher Basis der Rationsplan letztendlich basieren soll. Grundsätzlich ist es so, dass die Bedarfszahlen unten auf einen Tagesplan ausgelegt sind. Solltet ihr Wochen- oder Monatspläne machen, werden die Bedarfswerte dazu letztendlich mal 7 für einen Wochenplan bzw. mal 30 für einen Monatsplan berücksichtigt. Ich lasse das jetzt mal für den kleinen Noah auf einen Tagesplan und passe jetzt noch das Gewicht unseres kleinen Hundes an. Der wiegt leider nur 2 Kilogramm, und das war es letztendlich schon, was ich an Basisangaben hier vorne zu tun habe. Und damit ich mich jetzt voll auf die Rationserfassung konzentrieren kann, könnt ihr hier über diese Schaltflächen auch diese Masken ausblenden, dass ihr nun euren ganzen Bildschirm dafür zur Verfügung habt, letztendlich Futtermittel einzutragen und vor allen Dingen auch die Rationsanpassungen in der Grafik sauber zu sehen. Über diese Schaltfläche Futtermittel hinzufügen könnt ihr beliebig viele Futtermittel für euren Rationsplan hinzufügen oder auch hier über diese rote Schaltfläche wieder entfernen. Die Rationserfassung ist in 2 Teilen aufgeteilt. Zum einen die grundsätzliche Futtermittelerfassung hier oben und auch zusätzlich noch die Beratungsergänzungen, zu denen ich dann gleich später komme. Für den kleinen Noah nehme ich jetzt einfach mal einen kleinen Futtermittelmix, der grundsätzlich erstmal nicht unbedingt das Ziel hat, jetzt sinnvoll zu sein, sondern ich möchte euch die Methodik
der Rationserfassung hier schnell nahebringen. Über die Aufklappfunktion der Futtermittel habt ihr sofort eine Suchfunktion, die eine Freitextsuche euch ermöglicht. Dort könnt ihr über Stichworte wie zum Beispiel Rind oder Lamm alle in der Futtermitteldatenbank vorhandenen Futtermittel finden, die in der Beschreibung die Stichworte, die ihr oben tippt, letztendlich haben. Ihr findet hier in dieser Datenbank sofort alle Futtermittel, die wir euch bereitstellen, aber auch eure eigenen angelegten Futtermittel, wofür es noch ein separates Video gibt, wo ich euch das auch noch zeige, wie ihr dies machen könnt. Die Stichwortsuche bringt letztendlich euch zu einer Ergebnisliste, in dem Fall für ich nehme jetzt einfach mal das Lammmenü für den kleinen Noah und gebe ihm 80 Gramm von diesem Futtermittel und ihr seht sofort, wie viele Anteile in dem Futtermittel in 80 Gramm über alle Inhaltsstoffe letztendlich enthalten sind und vor allen Dingen auch unten in der Grafik sofort die Übersicht, wie das hinsichtlich seiner Versorgungswerte sich das auf einer Tagesplanung letztendlich darstellt. Die 80 Gramm Futtermittel für den kleinen Chihuahua ist ja, mehr oder weniger letztendlich gar nicht so verkehrt. Ich zeige euch dennoch mal, wie Ergänzungen nun vorgenommen werden können und wie sie sich letztendlich darstellen. Wenn ihr jetzt hier weiter Futtermittel hinzufügen wollt, könnt ihr diese weiter suchen, zum Beispiel nach, nehmen wir mal einen weiteren Bereich. Ups, nehmen wir mal noch eine Karotte hinzu. Packen wir noch 5 Gramm Karotten rein. Voilà. Ein bisschen mehr, dass man ein bisschen besser sieht. Ihr seht sofort, wie sich diese Anpassungen der Karotten auswirkt, insbesondere in euren Futtermittelmix, der euch hier jetzt ganz klar darstellt, dass der aktuelle Rationsmix aus 80 Gramm bzw. auf der Gesamtmenge betrachtet knapp 89% Nassfutter besteht und aus dem Anteil des Gemüses. Zu den Beratungsergänzungen gilt zu sagen, dass dieser Bereich hier separat gehalten wurde, um ganz klar auch die Differenzierung und die Auswirkung für Ergänzungen an einem aktuellen Rationsplan aufzuzeigen und auch in der Grafik sehr gut sichtbar zu machen. Ich nehme jetzt mal noch eine weitere Menüergänzung dazu für das Komplettmenü vom Rind und gebe dem nur mal noch 15 Gramm von dem Futter dazu. Die Gesamtbalken zeigen nun, wie seine Versorgungslage aktuell sich darstellt. Allerdings, sobald wir Beratungsergänzungen hier vornehmen, sind diese Balken unter Umständen sofort auch geteilt. Und zwar für die Inhaltsstoffe, die diese Beratungsergänzungen nun in dem gesamten Rationsmix mit teilhaben. Erkennt man jetzt hier, dass ein Eisenanteil als Ergänzung mit dazugekommen ist, zu dem Eisenanteil, der bereits in der Rationsplanung hier oben mit schon vom Großteil mit gedeckelt war, ist jetzt noch ein kleiner Eisenanteil dazugekommen. Dies ist insbesondere für die Tierernährungsberatung sicherlich sehr nützlich, da man auch hier ganz klar dem Kunden aufzeigen kann, was eine Rationsanpassung ausgemacht hat, um letztendlich auch Versorgungslücken, die man erkannt hat, letztendlich transparent auch dem Kunden gegenüber darzustellen. Ja, ansonsten war es das jetzt schon für die erste Einleitung der Rationserfassung. In dem zweiten Video der erweiterten Analysefunktionen gehe ich darauf ein, was die Angaben hier oben noch weiter an steuernden Funktionen mit sich bringen und vor allen Dingen auch, wie ihr ganz individuelle Rationspläne berücksichtigen könnt, insbesondere wenn es zu gewissen Krankheiten kommt von Tieren, die zu berücksichtigen sind, wie man gewisse Inhaltsstoffe in ihren Versorgungswerten ganz individuell anpassen kann, um wirklich bedarfsgerecht die Tierernährungs-
Planung und Rationsplanung letztendlich vorzusehen. Das war es daher für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann wieder unten ganz gerne ein Like und vor allen Dingen auch, wenn ihr möchtet, folgt uns auch auf Facebook, um immer auf den aktuellen Stand zu bleiben, was bei Anuka an Neuigkeiten gibt. Bis denn, wir sehen uns im nächsten Video.